Ja, meine lieben Freunde, willkommen in Teil 2 des Vortrags Die satanischen Rituale der Illuminaten. In Teil 1 haben wir gesehen, wie aussichtslos es doch ist, ja, mit solchen Dingen vor Gericht zu gehen. Also als Opfer oder Augenzeuge hat man einen äußerst schweren Stand. Ich würde ihn mal als aussichtslos bezeichnen. Die Menschen werden der Reihe nach um die Ecke gebracht, sobald ein solcher Fall einmal vor Gericht landet. Im Fall d'Autrou waren es rund 30 Personen, wo man nicht die Scheu hatte, diese Menschen, die wichtige Zeugen gewesen wären, also um die Ecke zu bringen. Auch die Dinge, die während eines solchen Prozesses vonstatten gehen, sind also mehr als mysteriös. Wenn man sich da mal ein Bild von macht, dann wird einem schon klar, welche Mächte dahinter stehen und welche Kraft da einiges zu verhindern versucht, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Ja, wie man in Vortrag 1 auch sieht, es werden so lange Zeugen beseitigt, bis man die vor Gericht stehen, ja dann auch wieder freilassen muss, mangels an Beweisen und Zeugen. Ja, ist doch erstaunlich, ne? Man weiß schlagartig, wer auf dieser Welt hier regiert, wer hier das Sagen hat, wer die Leute im Griff hat. Und naja, das festzustellen, ist auch eine ganz bittere Sache. Okay, weiter geht's im Vortrag. Die Elite braucht sehr, sehr viele Kinder. Auf der Welt verschwinden jedes Jahr Millionen von Kindern. Millionen. Und die kommen nie wieder zurück. Was glaubt ihr, was mit diesen Kindern passiert? Wer braucht so viele Kinder? Natürlich kann man sagen, das ist halt die Organmafia. Klar. Aber hier geht es darum, ich habe Ihnen die Verbindung gezeigt mit der Abrastas-Sekte, mag tun, dass er die sozusagen an Satanisten weitergibt, die Kinder. Es hat eine satanische Komponente. Diese Kindesentführungen hat eine satanische Komponente. Mit den Kindern wird satanischen Ritualen gemacht. Sie kommen auf den Altar und dann kommen wir jetzt gleich dazu, was wir denen machen. Gewalt gegen kleine Kinder, ritueller Missbrauch bis hin zur Menschenopferung. Das, was Noemi uns in den nächsten Tagen erzählt, gehört zu dem Unvorstellbaren, was Menschen tun können. Noemi wird durch ihren Vater und andere Täter, Männer aus allen sozialen Schichten, eingeweiht in Szenen der Barbarei, der Folter vor laufender Kamera. Haben Sie gehört? Männer aus allen sozialen Schichten. Aus allen heißt alle. Von ganz oben bis ganz unten. Polizisten, Richter, Staatsanwälte, Politiker, Könige. Weil Könige gibt es ja auch noch, oder? König Albert zum Beispiel von Belgien gibt es ja auch.
Und wenn es heißt alle soziale Schichten, dann geht es auch bis Königshäuser. Bis weit in die Nacht versuchen wir gemeinsam, uns den schrecklichen Fakten zu nähern. Der sexuelle Missbrauch beginnt mit 5. Als Noemi 8 Jahre alt ist, wird sie entjungfert. Das war kurz und brutal. Sie machten es halt mit mir und meiner Cousine Camille. Das war's. Eines Tages sagte mein Vater mir, wir fahren zu meinen Cousinen. Ich war gern da, weil ich sie sehr mochte. Im Haus waren mein Onkel André und meine Cousinen Camille und Marie. Und dann haben sie es getan. Sie haben uns ausgezogen, Creme zwischen die Kuhbacken gemacht und uns vergewaltigt. Einer nach dem anderen. Meine größere Cousine Marie war bereits keine Jungfrau mehr, glaube ich. Und es war der erste richtige Akt für dich, wenn ich das so sagen darf. Ja, so kann man das sagen. Gleichzeitig haben wir gelernt, mussten wir lernen, was Fellatio bedeutet und wie man das macht. Ja. Bis in den Zeit des Alten Testaments, wo sie Baal, sozusagen diesen Fruchtbarkeitsgott, ihre Kinder geopfert haben. Seit dieser Zeit, 4000 Jahren, gibt es diese satanischen Sekten bis in unsere heutige Zeit hinein. Nur, die konnten das damals offen praktizieren, den Satan offen praktizieren mit ihrer Opferung. Jetzt sind sie unterirdisch gegangen, also sozusagen in den Untergrund gegangen, im Geheimen. Der Vater überschüttet Noemi mit Liebe. Er sagt dem kleinen Mädchen, seine Berührungen seien etwas ganz Natürliches. Sie wird ihm hörig. Und er verrät ihr schließlich sein großes Geheimnis. Ein unterirdisches Kellersystem, darin Kinder, eingesperrt in Käfigen. Noemi wird... Der Vater zeigt der Tochter, nachdem er sie entjungfert hat, sein Geheimnis. Und er hat ein Kellersystem unter der Erde und da hat er viele Kinder drin. In Käfigen. Wenn ihr was braucht, holt ihr mal einen raus. Ne? So wie man solche Hühner hält. Die halten Kinder, entführte Kinder daraus. Die der Magdetruh ihm hinzuführt. Das beweise ich Ihnen gleich, dass der Magdetruh der Lieferant ist zu dieser satanischen Sekte. Aber merken Sie sich, eben ein Kellersystem, Käfige und Kinder darin. Das bitte sich merken gleich, was ich Ihnen gleich zeigen will. Die Kinder blieben dort unten niemals lange am Leben. Nur solange sie vergewaltigt und gefoltert wurden und dann hat man sie getötet. Das war's. Die Kinder waren da unten alleine, hätten niemals fliehen können, denn sie waren zu heftig geschlagen worden, zu oft vergewaltigt, voll Drogen gestopft oder tot. Denn von all den Kindern, die zu diesem pädophilen Netz gehörten, den Männern dienen mussten und von ihnen vergewaltigt wurden, war ich die Einzige, die das sehen durfte. Also, anstatt nur benutzt zu werden, durfte ich selber aktiv werden. Sie sagten mir, ich solle Wasser kochen, um das Kind damit zu verbrühen. Währenddessen schlugen sie das Kind, erst mit einem Gürtel, dann mit einem Stock, haben es mit einer Zigarette verbrannt, ihr dann die Haare abgeschnitten. Mir sagten sie, ich solle die Klitoris des kleinen Mädchens abschneiden. Ich wusste nicht, was das ist. Sie haben mir nicht konkret gesagt, die Klitoris. Du musst dir vorstellen, dieses Kind, was das jetzt gerade mitmacht, ist 5 Jahre alt. Der Vater sagt seiner eigenen Tochter, die er schon vergewaltigt hat, gibt ihr ein Messer in die Hand und sagt, schneide diesem Kind die Klitoris ab. Das andere Kind ist 5, 6 Jahre alt. Nachdem schon das Kind mit heißem Wasser verbrüht ist und mit dem Gürtel fast totgeschlagen ist. Ich habe eine Frage. Sie hat eine Verhaftung gemacht. Wurde sie verhaftet oder hat sie einfach nur die Wahrheit gesprochen? Sie ist ausgestiegen und hat das publik gemacht und dadurch hatte sie Handlungsschutz bekommen. Aber es wurde nichts weiter. Dazu kommen wir gleich. Selbst wenn das weiter ermittelt wird, irgendwann mal werden die Ermittlungen sozusagen lahmgelegt. Von der Polizei. Sie haben
von mir gerade mitbekommen, dass 4 Polizisten in der Satanssekte Mitglied waren beim Marketruf, bei der Abrasak-Sekte. 4 Polizisten waren Mitglied. Das wird einfach so oft gesprochen. Es kann nur aus Glück mal in den Fernsehen kommen, das war's. Das geht weiter. Die Kinder millionenfach werden getötet, jeden Tag. Wo wir jetzt gerade uns unterhalten, ist die Elite schon wieder am Schneiden an den Kindern. Ich kenne eine Frau persönlich, die hat so einen Stapel Akten, die hat mal für einen Richter gearbeitet. Und also hochbrisante Unterlagen, alles über solche Fälle aus Hamburg. Und ja, die Frau kommt auf keinen grünen Zweig mehr, die ist heute hoch verschuldet und die sitzt auf ihren Akten, die machen dich fertig. Also das Problem ist, der Unterschied ist jetzt, bei welcher Wattelee, dem Justizminister, man muss überlegen, das war vor Gericht. Und da gibt es kein Spiel, also müssen Zeugen tot gemacht werden. Hier kann das sogar sein, ich sage es mal ganz brutal, weil Satan hat die Macht und die Kraft, hier alles zu beherrschen, so stark, dass wir einfach testen, wie reagieren denn die Leute darauf. Die lassen die reden, aber die ist nicht gefährlich, weil die kann das sogar öffentlich machen. Die Hälfte der Leute würden sagen, ich sehe zwar, dass jetzt ein Arm abgehackt wird, aber ich glaube das trotzdem nicht. So böse können die nicht sein. Das heißt, die kann da, also, aber erstmal, wenn es nur aufs Gericht geht oder brisant wird, dann wird umgebracht. Genau. Und das kann nochmal so locker gezeigt werden. Genau. Die Leute machen ja nichts. Das Problem ist, die Leute glauben das ja auch nicht. Selbst wenn das hier N24 ist, also mir brauchen sie nicht zu glauben. Ich sage von mir heute gar nichts. Gar keine Verschwörungstheorie. Ich zeige Ihnen nur das, was offiziell bekannt ist. Alles, was inoffiziell bekannt ist, darüber rede ich heute gar nicht. Obwohl das wahr ist. Ich zeige nur das, was im Fernsehen und Radio und Zeitung ist. Über die ultra geheimen Sachen rede ich ja gar nicht. Boris, Sie haben sie mir gezeigt und gesagt, du musst das abschneiden. Mein Vater hat mir gesagt, ich muss das jetzt machen. Hat mir gezeigt, wo und wie ich schneiden soll, und das tat ich. Ich werde nicht zum ersten Mal mit derartigen Horrorszenarien konfrontiert. Dennoch kostet es auch mich Überwindung, auf das Grauen der geschilderten Erfahrungen einzugehen. Noemi berichtet mir von ungefähr 10 Kinderopfern in nur einem Jahr. 10 Opfer Sie in zeigt einem mir Jahr. einen Plan, wo sich die Eingänge der Katakomben befinden. Ich werde Sequenzen zeigen aus dieser Reportage. Ich empfehle Ihnen aber alle, sich diese Reportage Höllenleben privat nochmal anzuschauen, komplett. Das kann man heute natürlich, ich werde nur Sequenzen zeigen. Dass einmal Stein war, wo andere Steine rumliegen. Sie sucht Beweise für das, was ihr angetan wurde, damit man ihr glaubt. Niki ist eine sogenannte multiple Persönlichkeit. Die vielen Innenpersonen, die mit unterschiedlichen Stimmen sprechen, sind entstanden, um Schmerz und Todesangst ertragen zu können. Es fehlt einfach der Stein. Es fehlt der Stein. Wo wir drauf gelegen haben. Da war ein Boden. Ein Stein auf dem Boden, Ja. was war da? Ja, da haben wir uns vergewaltigt. Ja. Mhm. Aber zuerst der Herrscher und dann seine Handlanger. Ja, also auch sie ist eine Überlebende aus der satanischen Sekte. Und dann sagt die, dass sie halt diese Rituale mitgemacht hat, speziell, die kommt aus dem Oldenburg, Paderborn, da oben, wo die ganzen Externsteine sind, und die Wewelsburg, die Nazi-Wewelsburg. Da finden auch sehr viele Rituale statt. Auch die Wewelsburg ist ein Ort, ein Platz, ein Ort, das sehr oft für die Rituale benutzt wird. Auch die Nazis damals, die hochrangigen Nazis, waren auch alles Satanisten, okkulte Satanisten. Heinrich Himmler. Ja.
Die Tagebuchaufzeichnungen sind während ihrer Therapie entstanden. Sie berichten von rituellem Kindesmissbrauch, von seelischen Grausamkeiten, von Folter und Kindstötung. Alles deutet auf eine satanistische Sekte hin. Sehen Sie? Die hat in ihrer Therapie hat sie Sachen gemacht, was sie erlebt hat. Dann sagt die eben, also zeichnet sie, dass da die Leute, die da Roben tragen, und auch vor allem der Herrscher, der Zeremonienmeister, eben das Herz ist. Sehen Sie das Blut und das Herz, das gerade dabei ist. Und dieser Herrscher hat eine Hörnermaske auf. Sehen Sie die Hörner? Wieder diese entsetzlichen Erinnerungen. Als ich wach wurde, lag ich in einer Scheune und viele Menschen waren da. Mit Umhängen und Masken. Immer das Gleiche. Sehen Sie? Sie haben immer Roben an und Masken. Ja? Nur die Frage ist, wer befindet sich unter diesen Roben und Masken? Ist das der Gemüsehändler nebenan? Oder sind das die Thomas Gottschalks, Angela Merkels, George Bushs? Da sehen Sie die Folterungen mit Elektroschocks zum Beispiel hier wie ein Kind, während es missbraucht wird von dem Mann mit der Kapuze, ja, wie es mit Elektroschocks angeschlossen ist. Also wir geben dem Kind Elektroschocks, währenddessen missbrauchen wir das Kind. Und da sind immer Kerzen an, sehen Sie? Und immer Menschen mit Kapuzen. Sehen Sie die Menschen alle drumherum mit Kapuzen. Und der Herrscher macht zuerst und dann kommen die anderen dran. Irgendjemand malte mir was auf meinen Körper. Mir war so schlecht und alles drehte sich im Kopf. Zwei hielten mir die Beine auseinander und jemand kam auf mich zu. Ich drehte meinen Kopf weg und schaute zur Decke. Die Zeichnungen sind in der Therapie entstanden. Bilder von einzelnen Innenpersonen in Erinnerung an die Kindheit. Sehen Sie? Sehen Sie? Sie sagt, dass sie in einer Art Haus als Kind mit Ketten verbunden ist und sie trägt ein umgedrehtes Kreuz. Und vor allem sehen Sie, dass sie da hier blutet. Ja, dass sie sozusagen so vergewaltigt wird, dass da alles blutet, die ganze Zeit geht. Und mit dem Blut wird das umgedrehte Kreuz auf sie gemalt. Sehen Sie das in Rot? Und die Schlange. Genau. Ja. Aber das umgedrehte Kreuz ist hier wichtig. Ja? Diese Leute, die unsere Welt beherrschen und Kinder missbrauchen und töten, sie haben was gegen das Kreuz. Weil wir haben auch Satansbilder aus anderen Religionen. Haben wir doch. Der Islam hat sein Satansbild, der Buddhismus hat sein Satansbild, aber entsprechen die der Realität? Eigentlich nicht. Es ist die christliche Version, die biblische Version von Satan, das die Realität ist. Richtig? Gegen das Kreuz. Weil es könnten ja auch Satanisten sein, die zum Beispiel da Allah zum Beispiel nehmen und umdrehen. Könnt ihr auch machen, oder? Wenn das Satanisten, wenn Allah und der Islam die Wahrheit wäre. Aber machen die das? Sie müssen sich diesen Symbol anschauen. Links ein gleichschenkliges Kreuz in einem Kreis, auch ohne Kreis. Wenn Sie das gleichschenklige Kreuz sehen mit so Zacken am Ende, wissen Sie, dass Menschenopferungen bevorstehen. Dieses Symbol ist international bei den Satanisten. Menschenopferungssymbol. Sie haben wenig gemeinsam mit der vermeintlich heilen Welt einer Familie mit 6 Geschwistern, Mutter und Stiefvater. Mit dem leiblichen Vater hatte sie nie Kontakt. Sehen Sie, die Sektenmitglieder, die ein Kind töten, sehen Sie hier, der das gemacht hat, das Kind blutet aus allen Ecken. Sie haben umgedrehte Kreuze auf der Stirn. Wissen Sie noch im ersten Teil Crow? Ja. Mit dem umgedrehten Kreuz auf der Stirn, wenn er so kommt und seine Rap-Sachen macht? Ja. Umgedrehtes Kreuz auf der Stirn. Und wir haben das Symbol der Menschenopferung, gleichschenkliges Kreuz mit Zacken. Das Hakenkreuz ist nichts anderes.
Das sieht aber eher aus wie der Templerkreuz. Templerkreuz? Ja, ist kein Für Niki sind Hakenkreuz. die Mutter und der Stiefvater. Sehen Sie, das ist ein Bild von der satanischen Familie von Niki. Und sehen Sie, der Stiefvater, der dahinter steht, man sieht den Kopf nicht, aber er gibt uns ein Signal. Oh ja. Ja? Sehen Sie, was er mit der Hand macht? Sie kennen doch Napoleon. Napoleon ist Ihnen bekannt. Was ist sein wichtigstes Hauptbild? Immer mit der Hand so verdeckt, oder? Napoleon. Das ist die Freimaurerei und die ganze Elite, die ganze Freimaurerelite, die diese verdeckte Hand gibt. Ich kann Ihnen auch gleich von Beatles zeigen, diese verdeckte Hand gibt. Das sind alles Satanisten. Alle. Rituell praktizierende Satanisten. Echte Hardcore-Satanisten. Blutopfer-Rituale-Satanisten. Die hauptverantwortlichen Täter. Nach ihrer Erinnerung haben sie sich von Anfang an für den Kult abgerichtet. Sie erwähnt noch weitere Täter wie Peter oder Mango, ein Deckname. Die anderen sind ihr namentlich. Der Herrscher heißt Mango, aber sie hat das jetzt falsch verstanden. Man God. Der Mensch ist Gott. So heißt der Zeremonienmeister. Man God. Ja, der Mensch ist Gott. Nicht bekannt. Kontakte gibt es nicht mehr. Die Mutter ist gestorben, die Schwestern sind weggezogen, die Halbbrüder leben in der Nähe des Stiefvaters. Sehen Sie immer wieder das umgedrehte Kreuz. Und die Schlange. Ja, die Schlange auch gesagt. Aber ich will damit sagen, das umgedrehte Kreuz, im ersten Vortragsteil habe ich Ihnen ja tausende umgedrehte Kreuze gezeigt bei der Elite. Das ist todernst, die meinen das ernst mit dem umgedrehten Kreuz. Das sind Leute, die Kinder töten in satanischen Ritualen. Sie sehen es ja umgedrehte Kreuz, was das ist. Ob auch sie sich an ihr vergangen haben, als sie zu Tätern wurden, kann sie nur vermuten. Sehen Sie? Das Pentagramm auf der Stirn, dieser satanische Stern, das Pentagramm. Haben Sie sich nie gefragt, warum das amerikanische Verteidigungsministerium Pentagon genannt wird? Haben Sie sich das schon mal gefragt? Ist doch komisch, ein Verteidigungsministerium Pentagon zu nennen. Fünfeck. Das Wort Pentagon, von welchem Wort ist das denn abgeleitet, das Wort Pentagon? Von Pentagramm. Das Pentagramm ist das wichtigste satanische Symbol nach dem umgedrehten Kreuz. Sehen Sie? Das Kind, das gleich gegessen wird von der Sekte, sehen Sie, geht ja, das Herz von dem Kind geht ja in den Mund der Sekte. Das Herz des Kindes wird rausgerissen und die essen das Herz. Aber sehen Sie, dass der Herrscher sich das Pentagramm hier auf der Stirn hat, diese satanische Stern. Ja? Und das umgedrehte Kreuz. Das umgedrehte Kreuz und den satanischen Pentagramm. Sie kommen immer wieder miteinander, also sie sind miteinander verwoben. Aber das Pentagramm ist umgedreht. Es ist egal, ob umgedreht oder auf, Sie sehen, dass das jetzt nicht, das ist so schief. Man könnte auch sagen, das Pentagramm ist jetzt normal auf dem Kopf. Ja, es ist ein bisschen, es ist unwichtig, ob es umgedreht oder normal gedreht. Es ist ein satanisches Symbol. Und deswegen heißt das amerikanische Verteidigungsministerium Pentagon, weil das vom Pentagramm kommt. Das sind Satanisten, die unsere Erde beherrschen. Und die haben das amerikanische Verteidigungsministerium fünfeckig gebaut und nennen es Pentagon. Was würden Sie denn machen, wenn zum Beispiel der Bundestag Hükenkreuz genannt werden würde und so wie ein Hakenkreuz aufgebaut wäre? Nur nicht Hakenkreuz genannt werden, sondern Hükenkreuz. Würden Sie sagen, ja, Moment, das heißt ja nicht Hakenkreuz, das heißt Hükenkreuz. Das hat damit nichts zu tun. Verstehen Sie? Natürlich Hükenkreuz, das ist nur Ü. Aber der Rest ist mit dem Hakenkreuz sehr ähnlich miteinander verbunden. Das Pentagon ist von einem Pentagramm abgeleitet.
die Wahrheit sagen. Eid schwören und sowas, den Eid ableisten. Ja. Wenn ein Politiker aber das ist doch die legen einfach ihre Hand auf ein Buch und sagen, das es ist nur für die Menschen da draußen, damit die Leute da draußen. Das weiß ich, aber ich wollte fragen, ob das dann wirklich die Bibel ist. Ja. Die schwören ja bei Gott und deren Gott ist jemand anders. Also können sie es schwören. In der Bibel das ist die europäische Ja und ein Nein ist ein Nein. Muss man stehen, was Ja, genau. Das unvollendete in Straßburg, ja genau. Ihre Bilder zeugen von Schreck. Sehen Sie das Pentagramm? Links unten auf der Maske von den Satanisten, gemalt von dem Kind, auf der Stirn, diesen Stern, ist eines der wichtigsten satanischen Symbole. Und oben links sehen Sie das Kind, wie das blutet auf dem umgedrehten Kreuz. Und die ganzen Schergen unten, mit diesen Haaren und Masken und Roben, haben alle umgedrehte Kreuze und sie sehen überall Blut, ja? Angst im Umfeld eines Kults und lassen Rückschlüsse auf Satanismus zu. Ein Höllenleben. Satanismus ist, salopp gesagt, die Verherrlichung und die Verehrung des Bösen. Und es gibt den Neosatanismus, die Verherrlichung des Menschen. Gott ist Mensch, Mensch ist Gott. Haben Sie gehört? Der Mensch ist selber. Man Gott, der Herrscher, der Zeremonienmeister heißt ja Man Gott. Man Gott. Der Mensch ist Gott. Und jetzt erklärt der Experte für Satanismus, dass der Neosatanismus eben, dass der Mensch Gott sein will. Ja. Erinnern Sie sich an Kanye West, wie er seine Platte Jesus genannt hat? Er als Mensch möchte Jesus sein. Der Mensch will zu Gott werden selber. Und indem er über das Leben eines anderen Menschen verfügt, über diese Ritualen, steigt er ja auf, sozusagen als Herrscher über Leben und Tod. Richtig? Wenn Sie töten können, ein Kind, und Sie herrschen über das Leben eines Menschen, dann sind Sie wahrhaftig wie so ein Gott, das über Leben und Tod eines anderen Menschen entscheiden kann. Wie Gott. Ja, das ist das. Also sich auf einen Weg begeben, den die Satanisten vorschreiben, um selbst Gott zu werden, um selbst kosmische Zusammenhänge zu begreifen, um selbst Herr über Leben und Tod zu sein, Macht zu haben, Power, wie die Satanisten sagen, um mit magischen Mitteln das Umfeld, unsere Welt zu beeinflussen. Energie. Die Weltanschauung ist die, dass ganz einfach die Satanisten in verschiedenen Logen, Kulten und Zirkeln Macht wollen. Sehen Sie, dass dieser Zeremonienmeister in seiner Robe, das Pentagramm auf seiner Stirn mit der Maske und wie er das Kind aufschlitzt, das Kopf über aufgehangen ist an dem Baum. Das umgedrehte Kreuz. Haben Sie aber vorher gesehen, was das Kind noch gemalt hat? Vorschreiben, um selbst Gott zu werden, um selbst kosmische Zusammenhänge zu begreifen, um selbst Herr über Leben und Tod zu sein. Macht zu haben, Power, wie die Satanisten sagen, um mit magischen Mitteln das Umfeld, unsere Welt zu beeinflussen. Die Weltanschauung ist die, dass ganz einfach die Satanisten in verschiedenen... Ja, da haben wir den mal vor mir. Ja, den Gehörnten, was ich im ersten Teil des Vortrags gezeigt habe. Den die Satanisten verehren. Und das Kind mag das. Ja. Kulten und Zirkel Macht wollen, sich Macht aneignen durch bestimmte Rituale, unter anderem auch durch
Opferrituale, Blutrituale. Sehen Sie die Zahl 666 aufgemalt auf der Decke, wo das Kind dann geopfert wird? Umgedrehtes Kreuz von 666. Jetzt wissen Sie, was Bibel ist. Mit 666 die Zahl, dass es da drin steht. Die Zahl des Antichristen. Das ist todernst. Das ist todernst. Das ist die pure Wahrheit. Die 666 ist wirklich die Zahl des Teufels. Die Bibel hat recht mit jedem Satz. Alle sind Leute, die intellektuell sehr gut drauf sind, verschiedene Sprachen sprechen und die sehr intelligent sind. Satanische Kulte werden in jedem Bundesland vermutet, in vielen Städten, aber stets verborgen. Diese satanische Kulte sind in jedem Bundesland, aber stets geheim, verborgen. Weißt du denn so genau, wo du hingehst? Wir wissen es nicht genau, wir müssen suchen. Und jetzt sagt ihr uns, dass auch Ärzte beteiligt sind. Damit die Satanisten mit dem Kind, manchmal behalten die bestimmte Kinder, weil sie mit denen über mehrere Jahrzehnte lang die Rituale machen wollen und töten sie nicht, sondern die foltern die. Und damit das Kind nicht stirbt, bei irgendwelchen Folterritualen sind immer Ärzte beteiligt, die dann den Satanisten Grenzen setzen. So, jetzt ist Schluss, sonst stirbt das Kind. Ja, das sind Ärzte, die dann sagen, so weit kannst du noch gehen. Das sind wirklich hochrangige Ärzte immer. Auch Ärzte sind mit beteiligt, sind Satanisten. Also in einem Krankenhaus kann sein, dass der Oberarzt von dem Krankenhaus drin ist, in der Sekte. Und wenn Sie ein Regierungskritiker sind und Sie kommen zufällig in ein Krankenhaus, dann kriegt der Arzt einen Anruf, Spritze geben. So werden Sie unauffällig beseitigt. Leider verstorben. Und wer will dann schon sagen, wenn ein Herzinfarkt bekommt? Wer will das beweisen? Ja. Die Abtreibung ist auch mit Dokumentation, ne? Dass die Kinder abgetrieben werden, wird ja auch immer gepusht von denen. Das ist ja, das ist millionenfach werden Kinder abgetrieben. Besonders von Obama. Der Obama hat da ganz viel gemacht. Wir lernen Oder kennen, eine männliche Person, die sehr selten erscheint. Er mag nicht berührt werden. Es sind seine Erinnerungen und seine Schmerzen. Hier ist es passiert, ja, da. Was ist passiert? Hinter dem Tor. Ja, was ist passiert mit deinem Knie? Da sind wir draufgesprungen. Also der Typ zum Beispiel, dieser große und stabile. Warum? Die tun ein Kind einfach irgendwo hin und springen mit voller Wucht so lange auf das Kind und auf den Kopf und auf das Knie. Also mit voller Wucht treten da drauf, um das Kind sozusagen ihren Sadismus zu befriedigen. Und da ist immer ein Arzt dabei, der sagt, okay, jetzt ist Schluss, sonst stirbt das Kind. Ein Arzt weiß ganz genau, wie weit er gehen kann. Und dann machen die auch wirklich Schluss. Deswegen brauchen die Ärzte immer, die dabei sind. Warum hat er das gemacht? Andere Kinder, die haben das Glück, dass sie nicht unter den Opfern wären, dass sie geopfert wurden, sondern dass sie nur noch zur Polterung aufbewahrt wurden. Andere Kinder kommen dann komplett. Ich weiß es nicht. Um mal zu quälen, wieso immer. Und danach wurdest du von deinem Arzt behandelt? Ich habe nur noch gemerkt, dass es Spritzen waren. Sehen Sie? Sofort kommt ein Arzt und behandelt das und sagt, jetzt ist Schluss. Sonst stirbt das Kind. Aber bis dahin, bis zur Grenze des Todes und des Machbaren, dürfen die das Kind zertreten, darauf einschlagen mit Stock und mit Peitsche und so weiter. Wie ich gekriegt habe. Und dann weiß ich nichts mehr. Up to the limit. Aus rituellem Missbrauch, den wir aus dem gesamten Bundesgebiet ähnliche, teilweise unterschiedliche, aber in der Anlage, was die Missbrauchsart, Handlungen angeht, ähnliche Geschichten erzählen. Und aus dem Grund habe ich auch sehr großen Anlass anzunehmen, dass das wahr ist, was dort erzählt wird, weil das ja völlig unabhängig im Grunde genommen aus dem gesamten Bundesgebiet an mich herangetragen worden ist. Auch wenn die Anwältin ihr glaubt, die Entscheidung über eine Anzeige macht Angst. Würde die Polizei einer multiplen Glauben schenken? Da haben wir es wieder. Sämtliche Pentagramme im Kreis auf der Stirn der Sektenmitglieder. Sehen Sie diese satanischen Pentagramme im Kreis? Ja? Das sind Tiere, die wir töten mussten. Kaninchen, ein Huhn, Hahn, auch ein Hund.
Das ist ein Bild von Gina. Und zwar wurde da, vielleicht erzähle ich das mal lieber selber. Ja. Und zwar waren wir da an einem See, wo Enten und so war. Und jetzt hören Sie mal zu. Erinnerung. Mutter fuhr mit mir zu einem Haus, wo ich vorher noch nie war. Es war ein wunderschönes Haus mit einem großen Garten und Swimmingpool. Es waren mehrere Männer und Frauen dort. Mutter übergab mich einem Mann und ging wieder weg, glaubte ich zuerst, aber es war falsch. Dieser Mann sagte, wenn du deine Sachen sehr gut machst, darfst du nachher schwimmen und bekommst von mir Schokolade. Dieser Mann brachte mich ins Haus. Ein anderer Mann kam dazu mit einem Fotoapparat. Ich sollte mich ganz langsam ausziehen und dabei in den Apparat sehen und lachen. Ich tat es, wie es mir befohlen wurde. Es machte immer wieder Klick. Als ich nichts mehr anhatte, sollte ich mich auf die Bettkante setzen und mich selbst überall streicheln. Also sie erzählt jetzt gerade aus ihrer Erinnerung, wo die 5, 6, 7 Jahre alt ist. Ganz kleines Kind, ganz klein. Und dabei stören. Ich wollte das nicht und weigerte mich. Und die Mutter bringt sie zu diesen Männern, die eigene Mutter. Dann kam meine Mutter herein. Sie hatte mein Kaninchen auf den Arm. Das Kaninchen bekam ich geschenkt und ich mochte es sehr gerne. Mutter sagte, wenn du nicht das tust, was der Mann will, schneide ich deinem Kaninchen die Kehle durch. Der Mann kam und die Frauen auch. Ich musste mich hinknien und genauso wie die Kamera stand. Der Mann drang von hinten in mir ein und die Frauen leckten mich. Es tat so weh. Ich riss mich los und wollte weg. Meine Mutter schrie, schau her, du dreckige Hure, und schnitt meinem Kaninchen die Kehle durch. Ich schrie und schrie, wies zu meiner Mutter und flehte sie an, mach es wieder gesund. Aber sie hielt es an 2 Beinen fest und ließ das Blut auf mich laufen. Ja, das Kind hat unfassbare Schmerzen, wenn ein erwachsener Mann in das Kind eintritt, und die Frauen sind auch dazu und die machen orale Befriedigung gleichzeitig mit einem 5-jährigen Kind. Und natürlich springt sie auf und rennt davon. Und dann sagt die Mutter, schau her, was ich mit deinem Kaninchen mache, und schneidet dem Kaninchen die Kehle durch. Das Kind ist völlig traumatisiert, kommt zu der Mutter und fleht die Mutter, bitte mach es wieder gesund. Und die Mutter lässt das Blut des Kaninchens auf das Kind laufen, während sie schreit und anfleht, dass das Kaninchen wieder gesund werden sollte. Das Blut läuft über das Kind des Kaninchens. Erinnern Sie sich, Palina Rodzinski, Florian David Fitz, wo die da saßen, mit Blut überströmt? Plötzlich, erinnern Sie sich, habe ich Ihnen noch vorhin gezeigt, wie die da saßen, Blut überströmt. Da haben Sie es. Jetzt wissen Sie, warum die das machen. Das sind Satanisten. Und dann gibt es ja auch noch diese Form, dass eben bei den Frauen, jungen Frauen, Mädchen, die in den Kulten drin sind, gezielt Schwängerungen vorgenommen werden und die Föten abgetrieben werden und dann die neugeborenen Babys sofort umgebracht werden, die Frauen einfach so weit isoliert werden, dass im Prinzip keine registrierten Kinder werden können. Hier sieht man auch, dass ein Kind geboren wird. Geburt und ritueller Mord. Susi heißt die in Person. Sehen Sie, da werden die Frauen, die in diesem Kult drin sind, geschwängert bei diesen Massenvergewaltigungen, die Männer. Und das Kind, dann die Schwangerschaft tragen sie noch halbwegs so 6., 7. Monat, damit überhaupt nicht zu groß wird und das auffällig ist. So ungefähr mit 5, 6 Monaten wird abgetrieben und das Fötus wird sofort geopfert. Da muss die Mutter ihr eigenes Fötus essen und auch die ganze Sekte. Die derart Ungeheuerliches erinnert.
Wie kann das sein? Im Sommer 1974 mit 13 Jahren ein Kind fast noch, das unbemerkt eine Schwangerschaft austrägt. Schon viele Wochen vor den Sommerferien, so erinnert sich Susi, sei sie nicht mehr zur Schule gegangen. Ihre Zeugnisse zeigen für diese Zeit auch besonders schlechte Noten. Dort, wie so ein Film abläuft. Nochmal wieder erleben. Nochmal wieder erleben, mit den ganzen Schmerzen. Da sehen Sie es. Und jetzt zeigt die uns, dass sie in Wewelsburg, das ist mit die bekannteste Burg, was bei den Nazis sehr oft verwendet wurde für ihre Rituale. Jetzt zeigt sie, dass sie in Wewelsburg hineingenommen wurde und auch, dass sie da in Wewelsburg sozusagen satanische Rituale erlebt hat, mit Kindstötung und so weiter. Und da sehen wir den Baphomet. Ja? Diese gehörte mit dem rechten Arm nach oben, linker Arm nach unten, von dem ersten Vortrag. Ja? Mit den umgedrehten Kreuzen. Und sehen Sie die Kerze, schwarze Kerzen und dem umgedrehten Kreuz ist immer dabei. Das sind unsere Gegner. Diese Leute mit dem umgedrehten Kreuz sind das ist unsere Gegenstütze. Zu den Christen meine ich jetzt. Vielleicht sind hier Leute, die noch nicht wiedergeborene Christen sind. Aber für alle Wiedergeborenen, das sind unsere Gegner, die das mit den Menschen machen, mit den Kindern da draußen. Das ist Satan und Satanismus. Jetzt wissen Sie, mit was wir zu tun haben. Die mittelalterliche Wewelsburg, heute Jugendherberge, war während des Dritten Reichs. Toni? Toni führt uns zielstrebig in einen der Kulträume, zuerst in die sogenannte Gruft. Hier sollten die Toten der SS geehrt werden. Hier haben wir zum Beispiel in der Mitte gestanden und die standen rundherum. Dann haben die uns eine Spritze gegeben. Sie erzählt ihre Erinnerung als 13-Jährige, wo die schwanger war. Und dann sagt sie, wie ich vorbereitet wurde auf diese Abtreibung und den Ritual mit dem Leben. Und dann haben wir so Tiere gesehen, wahrscheinlich gar nicht echt waren. Die nicht echt waren. Und dann sind wir in einen anderen Raum gegangen. Also hier ist noch kein Missbrauch passiert. Nein, nur die Vorbereitung.
Das war ihr. Das war ihr. War das damals auch so hallig? Ja. Bloß, dass die hier noch so Tücher dran hatten, so schwarze Tücher mit Zeichen. Welche Zeichen? Ein umgekehrtes Kreuz und 3-mal die 6. Sehen Sie? Sehen Sie? Wenn Crow und die ganzen Stars ein umgedrehtes Kreuz tragen, das ist Hardcore-Satanismus, die meinen das ernst. Sonst würden sie nicht an diese Position kommen, wo sie sind. 3-mal die 6 und das umgedrehte Kreuz. Wer sind aber die Leute, die hinter den Kunden sind? Die nie erwischt werden? Die die Macht haben, die Justiz lahmzulegen, falls irgendwas rauskommt. Wer sind denn diese Leute? Tja, wer ist das so? Weißt du, wie alt ihr damals war? Ich zeige Ihnen gleich, wer die Leute sind hinter den Kunden. sehr viele Probleme mit. Wie lange wart ihr immer in diesem Ort? So mit der Zeit, das wissen wir nicht, aber uns kam das immer sehr lange vor. Bist du immer noch länger?